Hallo meine lieben Menschen, es geht wieder los mit einer Folge Einfach Sanja. Heute kommen wir zu Tipp Nummer 4, Leben mit dem Tinnitus, und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tipps, um mit dem Tinnitus leben zu können und mit anderen Sachen im Leben auch. Und zwar geht es ums Akzeptieren. Die meisten von euch haben diesen Tipp schon bekommen, ja, lerne es zu akzeptieren, aber wie macht man das überhaupt oder was ist Akzeptanz überhaupt? Akzeptanz ist die Kunst, etwas da sein zu lassen in den gegenwärtigen Moment. Das bedeutet, einfach mal den Tinnitus da sein zu lassen. Wie macht man das? Das fängt schon in der Kommunikation an. Es geht damit los, wie man kommuniziert nach außen, aber auch innen drin, also im Kopf. Sagt man die ganze Zeit, ich hasse diesen Tinnitus, ich leide, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Also gibt man dem Tinnitus so viel Macht. Eine Formulierung, wer die Akzeptanz äußert, ist: Ich habe einen Tinnitus, also ich leide nicht unter einem Tinnitus, sondern ich habe einen Tinnitus. Damit lässt man die Möglichkeit, wie man damit umgeht, und dadurch verändert sich im Gehirn auch schon etwas. Das bedeutet auch nicht, dass wir jetzt sagen, ja, ich habe jetzt einen Tinnitus, ich werde ihn immer haben und ich finde mich damit ab, sondern das bedeutet einfach, in diesem gegenwärtigen Moment kann ich es nicht ändern und deswegen akzeptiere ich es und sage, dass ich einen Tinnitus habe. Man lässt aber die Möglichkeit in der Zukunft, es zu ändern. Also man sagt sozusagen, es ist jetzt so, wie es ist, und die Zukunft kann sich aber ändern oder der Zustand. Akzeptanz ist wie eine Gewohnheit. Das bedeutet, Akzeptanz kann man wie eine Gewohnheit lernen. Also wie schon gesagt, das fängt in der Kommunikation an. Schau mal, wie du nach außen kommunizierst, aber auch in deinem Kopf. Wie formulierst du die Zusammenhänge mit dem Tinnitus? Bist du ein Leidender oder hast du den einfach? Beeinträchtigt das dein Leben oder ja, nimmst du es an? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Akzeptanz lernen kann. Eine der besten Methoden ist Meditation. Das muss gar nicht geführte Meditation sein. Meditation ist einfach mit dem Hier und Jetzt zu sein. Das bedeutet, einfach da zu sitzen und den Ist-Zustand zu akzeptieren und anzunehmen und schauen, wie er ist. Und bei mir war das so, als die damals gesagt haben, nach 3-4 Jahren, ja, sie werden wahrscheinlich ihren Tinnitus für immer haben, konnte ich diesen Gedanken gar nicht fassen. Also wenn ich den Gedanken hatte, oh mein Gott, dieser Tinnitus bleibt für immer da, habe ich Panik bekommen, habe Angst bekommen. Und irgendwann mal habe ich so einen Lehrer gehabt, der mir das beigebracht hat, einfach mal mit dem Ist-Zustand da zu sein, da zu sitzen. Und das hat bei mir bedeutet, mit der Angst da zu sitzen, dass das jetzt immer da ist, mit dem Tinnitus da zu sitzen, der dadurch lauter wurde. Und ja, es einfach nur anzunehmen und zu schauen, wie sich das anfühlt. Nicht davon wegzulaufen, nicht den Kampf dagegen zu führen, sondern es einfach anzunehmen. Denn letzten Endes, wenn du so drüber nachdenkst, ob du es jetzt akzeptieren willst oder nicht, ändert sich dein Tinnitus nicht. Mit der Akzeptanz lernst du einfach mit dem Ist-Zustand da zu sein und dadurch kommt eine Erleichterung, das verspreche ich dir. Die beste Therapie, die ich mit mir selber gemacht habe, ist Meditation. Ich habe gelernt, einfach da zu sein, mit mir selbst, mit allen Gedanken, mit meinen Gefühlen, aber auch mit dem Tinnitus. Ich habe es sogar gemacht, als ich Morbus Meniere hatte, einfach mit dem Schwindel da zu sein. Es war sehr anstrengend und es war eine sehr intensive Erfahrung, aber ich glaube, das sind auch einer der Gründe, wieso ich schon ich glaube, langsam 2 Jahre schwindelfrei bin. Also, Tipp Nummer 4. Lerne Akzeptanz. Das fängt schon an in der Kommunikation. Sage nicht, ich leide an einem Tinnitus, ich bin leider an einem Tinnitus erkrankt, sondern ich habe einen Tinnitus. Tinnitus ist keine Krankheit. Es ist deine Verantwortung, deine Entscheidung, wie du damit umgehst, ob du daran leidest oder nicht. Natürlich, das ist ein Prozess und das dauert, bis man dahin kommt. Es fängt mit so kleinen Schritten an, wie mit der Kommunikation. Achte auf deine Kommunikation im Kopf, aber auch im Außen. Was für Formulierungen wählst du? Beobachte da einfach mal und versuche, deine Formulierungen der Akzeptanz anzugleichen. Schau mal, wie das so wirkt, was es vielleicht im Körper auslöst. Denn deine Gedanken lösen Körperreaktionen aus. Wenn du sagst, ich habe einen Tinnitus, dann ist es einfach nur eine Tatsache. Da ist noch kein Gefühl mit verbunden, da ist noch gar nichts Schlimmes dabei. Wenn du sagst, ich leide an einem Tinnitus oder bin an einem Tinnitus erkrankt, dann sendest du deinem Körper Signale, dass du gerade leidest. Und es kriegt Angst, weil es denkt sich, oh mein Gott, was ist das, wieso? Ja, schau da einfach mal auf deine Formulierungen, versuche auch vielleicht ein paar Übungen. In so einer kleinen Übung wie einfach mal sich 1 Minute, 2 Minuten hinsetzen und einfach mal mit dem Tinnitus da sein und ihm die Aufmerksamkeit zu geben, die er eigentlich sucht, nach der er schreit.
ist schon mal ein kleiner Schritt zur Akzeptanz. Einfach mal zu sagen, 2 Minuten am Tag, egal ob es morgens, abends, es muss auch nicht regulär immer dieselbe Uhrzeit sein. Setz dich einfach hin und sei 2 Minuten mit deinem Tinnitus da, ohne ihn zu beschimpfen, ohne dich aufzuregen. Und wenn doch solche Gedanken aufkommen, dann nehme sie einfach achtsam wahr, schreib sie raus und versuche später diese Sätze, die du in deinem Kopf dir selber sagst, einfach umzuformulieren. Versuch's doch gleich mal aus, setz dich hin und schau mal, was für Gedanken da hochkommen. Achte im Alltag, welche Formulierungen du wählst und geh die ersten Schritte zur Akzeptanz. Das war's auch schon wieder von mir. Wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne ein Like da, und wenn du mehr erfahren möchtest über mich, Tinnitus, den Körper und die Seele, dann abonniere doch direkt diesen Kanal und wir sehen uns schon nächste Woche wieder, ihr Lieben. Ciao!